Ja, hallo. Eben habe ich hier so gesessen und hatte mir die Nachrichten angeschaut von gestern. Und dann habe ich so da gesessen und mich gefragt, wenn dich jemand fragen würde, ob du den Politikern noch vertraust, was würdest du sagen? Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich klar und deutlich sagen, ich vertraue den Politikern nicht mehr und der großen Politik. Jetzt konkret, was Afghanistan betrifft, aber auch Corona. Ich bin zweimal geimpft. Im Winter steht die 3. Impfung an, dann kommt die 4. Und nimmt man mal all das mit all den Versprechungen, die gemacht werden und vergleicht mal die Realität, wie die ist, dann ist es oft so, wenn es schief geht, sagen die Verantwortlichen einfach, wir haben uns geirrt. So, damit ist das Thema für die eigentlich abgehakt, aber diejenigen, die es betrifft, für die ist es halt anders. Und ich habe so da gesessen und gedacht, ich vertraue eigentlich am meisten mir selbst. Selbstvertrauen, daher das Wort Selbstvertrauen. Ich vertraue mir und meinem Körper und kann sagen, wir haben schon so viel gemeinsam durchlebt und erlebt, viel Schwieriges, aber auch viel Schönes, so dass ich sagen kann, ja, ich vertraue auf meinen Körper. Vor einem Jahr hatte ich einen Herzinfarkt und einen epileptischen Anfall. Das waren so die letzten Ereignisse, die meine Person betreffen. Aber es war nur einmal und jetzt bin ich 13 Monate anfallsfrei. Morgen habe ich einen Termin beim Neurologen. Da wird meine Fahrtauglichkeit überprüft, weil ich musste meinen Führerschein abgeben für ein Jahr. Jetzt sind es zwar schon 13 Monate. Ich wünsche ihn mir zurück. Dann bin ich wieder mobiler. Ja, das merkt man. Das ist eine ganz schöne Einschränkung, wenn man plötzlich kein Auto mehr hat. Und ich habe das jetzt 13 Monate nicht. Man merkt es oft an den ganz banalen Sachen, zum Beispiel Leergut wegbringen mit dem Fahrrad. Die Flaschen kann man noch einigermaßen in die Satteltasche oder Gepäcktasche packen, aber dann bei den Glascontainern ist es oft so, dass dort im Umfeld Glasscherben liegen. Und da ist es nicht das Intelligenteste, wenn man da mit seinem Fahrrad hineinfährt. Weil das haben die Luftreifen nicht so gerne. Kann man sagen. Ja, so, das war jetzt eine leichte Abschweifung vom Thema. Aber was ich aussagen sollte, ist, durch diesen Herzinfarkt und auch diesen epileptischen Anfall und wie ich ihn überwunden habe oder beides überwunden habe, das hat mein Selbstvertrauen natürlich gestärkt und stärkt es immer noch. Und ich kann sagen, ich vertraue mir und Gott oder Gott und mir. So, das tue ich. Ich vertraue meinen Kindern. Aber der großen Politik, was so geschieht, da kann man nicht mehr erwarten, dass ich da sehr viel Vertrauen
habe, dass da die Wahrheit gesagt wird. All die Mauschelei, all die Lügen und die Machtgier. Jeder versucht seinen Arsch zu retten und so viel Kohle anzuheimsen, wie es geht, sich zu bereichern. Das ist eigentlich ein Trauerspiel, dass sie immer noch nicht weiter sind. Ja, bin mal gespannt, wie es wird. Aber ich vertraue darauf, dass alles besser wird und vertraue darauf, dass unsere Jugend, junge Jugend, neue Jugend doch radikale Veränderungen vornehmen wird und den Mut hat, radikale Veränderungen vorzunehmen. Auch alles, was Macht betrifft. Da müssen wir eben sehr, sehr viel ändern. Und da können wir unsere Gesellschaft verbessern und vervollkommnen. Und manche Leute brauchen einen gehörigen Arschtritt sozusagen, damit sie endlich etwas tun oder von ihrem Weg ablassen. Da kommt noch vieles auf uns zu, das kann ich fühlen, das fühle ich schon im Vorfeld sozusagen. Ich kann es jetzt schon fühlen, was in Zukunft kommt. Und in Zukunft kommt auch eben das Resultat dessen, dass wir uns sozusagen in einer Phase der Offenbarung befinden. Die große Offenbarung. Nichts, was verborgen ist, wird verborgen bleiben. Das ist so und das ist natürlich tendenziell niederschmetternd. Jede neue Wahrheit ist sozusagen eins über den Kopf zu kriegen und man ist entsetzt, aber irgendwo ist man auch mit der Zeit abgestumpft, dass man nicht mehr entsetzt ist und man sagt sich, hat man was anderes erwartet oder so? Kann man überhaupt was anderes erwarten? Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt konkret in diesen nächsten Wochen und Monaten wird mit Corona. Ja, naja, und der Afghanistan-Abzug, das ist natürlich auch ein Thema für sich. Und ich hoffe, dass dort so viel repariert wird wie möglich, abgemildert wird an Elend. Und in Zukunft heißt es, sich fernzuhalten von solchen Aktionen. Das ist ein völliger Fehltritt. Ja, so, das wollte ich heute sagen. Hatte da so schön gemütlich gesessen. Das mache ich eigentlich auch ganz selten. Aber es war immer schön. Und dieser Gedanke und die Frage an mich selbst, ob ich den da oben noch vertraue, das war eine intelligente Frage, die ich mit einem klaren Nein beantworten konnte. Trotzdem kann ich sagen, bin ich froh, dass ich in so einer gefestigten Demokratie lebe und ich bin froh, dass ich nicht in anderen Ländern geboren worden bin mit weniger stabilen politischen Systemen. Oder bei allen Fehltritten ist Humanismus ja auch ein wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft. Oder Nächstenliebe ist ein wichtiger Punkt und da brauchen wir uns nicht zu schämen, finde ich. Das muss man auch mal sagen. Und was die Politiker betrifft und
die Führenden in der Wirtschaft, da sind sehr viele bei, die brauchen tatsächlich diesen Arschtritt. Und wenn wir ihnen den nicht geben, diesen Arschtritt, dass sich da etwas verändert, dann wird das Leben ihnen einen Arschtritt verpassen. Das ist dann ja ganz oft so, es wird in ihrem Leben etwas passieren, das reißt sie von den Füßen. Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Und das ist so der persönliche Absturz oder irgendein Schicksalsschlag, der sie auf sich selbst zurückwirft. Und dann kommen sie mal von ihrem hohen Ross herunter. Manchmal ist es, muss man auch sagen, einfach nur noch lächerlich, wenn man sich die Gesichter anschaut und sich anhört, was da herumgeschwafelt wird vor den Kameras. Es ist teilweise wirklich nur noch Kindergarten. Kann man nicht ernst nehmen. Das wollte ich heute mal sagen, weil ich so richtig Power hatte, das zu tun und Bock hatte. Und jetzt mache ich mal Schluss und wünsche allen einen schönen Tag. Übermorgen habe ich Geburtstag. Da werde ich 69. Jetzt gehe ich auf die 70 zu. Ja, mal schauen, was es alles gibt. Okay, bis die Tage. Und Schau und Shalom.